So, Baruch Hashem. Ich hoffe, ihr habt die Parashat Shemot gelesen. Die Parashat diese Woche. Ihr habt alle diese Infos auch bei uns der Internetseite. Ihr könnt das wochentlich schauen, mitlesen. Mal schauen. Hörst du mich? Ja? Wohl besser so. Gut, weil wir werden heute nicht alles nochmal lesen. Im Gegenteil, wir wollen da ein paar Dinge anschauen. Das ist wochentlich auch für euch wichtig anzuschauen, wo wir ungefähr stehen im Jahr. Aber wir wollen gerade anfangen und das eben hier in der Parashat Shemot, sehr bekannt unter uns, auch in der Welt, im Christentum. Ein Buch, das sehr bekannt ist, es wird viel gelesen, vor allem der erste Teil, wenn es dann um die Gesetze wegen der Mishkan rübergeht, da wird es ein bisschen mühsamer für einige. Aber an diesem Schabbat fangen wir ja mit der Lesung vom zweiten Buch Moshe, auf Hebräisch Sefer Bereshit, Sefer Shemot, ja, der Buch der Namen. Und es eröffnet hier die Aufzählung der Namen der Nachfahren Jakobs, die zu jener Zeit wegen der drohenden Hungersnot nach Ägypten gezogen waren. Das haben wir letztens ja gelesen, in den letzten 2 Parashat vor allem Portionen. In der nicht-jüdischen Welt wird dieses Buch als Exodus beschrieben, also Auszug, eben genau wegen der Geschichte des Auszugs des Volkes Israels aus dem Sklavenhaus Ägypten. Gut und recht, ihr kennt die Geschichte ja gut. Und in dieser Woche lesen wir genau den Anfang von dieses Buch Shemot. Und da wird schon beschrieben, wie die Sklaverei sozusagen angefangen hat. Und es wird auch über die Faktoren erzählt, die sie erlöst haben. Die Weisen, also sagen wir mal, die jüdische Tradition bemerkte, dass die hebräischen Frauen, vor allem hier am Anfang dieses Buches, in Ägypten, für die Erlösung verantwortlich waren. Wo sind die Frauen? Baruch Hashem, ihr seid verantwortlich für die Erlösung. Das ist eine Wahrheit auch noch heute. Das heißt, dass der Einfluss der Frauen ist unbestritten. Und es ist äußerst wichtig, nicht nur in der Aufgabe in der Gemeinde, aber vor allem, wenn du eben verheiratet bist, in deiner Arbeit mit deinem Ehemann, mit deinen Kindern, mit deiner Familie. Deine Kenntnis der Werte ist von wesentlicher Bedeutung. Gut, ich werde die Frauen weiter ein bisschen schmeicheln, ja? Schmeicheln, genau. Das heißt, es wird eine noch wichtigere Rolle für alle jüdischen und nicht-jüdischen Frauen, die Teil des Reich Gottes sind. Also ihr spielt eine grundlegende Rolle bei der Verbreitung der Werte und der Realität des Reich Gottes. Also ihr Frauen. Weil die Frauen der jüdischen Tradition, und es war vor allem vor, sagen wir mal, 50, 100 Jahren so, dass die Frauen für die Erziehung der Kinder verantwortlich waren, also den
Die Verantwortung war größer, als es leider heute geworden ist. Und die Söhne, die Töchter brauchen eben die Mutter, um ihre Funktion in dieser Welt zu vollbringen. So wie auch die Rolle des Vaters. Das ist ja logisch, das verstehen wir. Aber hier wird eben vor allem auf die Frauen gezeigt, die eben ihren Anteil tun, um das Reich Gottes aufzubauen. Die messianische jüdische Frau hat ein grundlegendes Ziel innerhalb der gesamten Gemeinschaft. Also, wenn du zu diesen Frauen gehörst, heißt es, dass der messianische Judentum, und das wollen wir mal verstehen, wir glauben an die Torah, wir glauben an die Bibel, wir glauben an die Brit Hadashah, wir glauben an die Wahl Israels und die messianische Bewegung, man nennt das so heute, die messianische Bewegung ist eigentlich sehr, sehr klein und in dem Sinn im Alter heutzutage sehr unerfahren. Das heißt, es ist immer noch nicht die wirkliche Identität da, die diese Bewegung nachvollzieht. Weil es und das ist leider so, von christlichen Missionsarbeiten sehr beeinflusst worden ist. Viele Juden waren in vielen Kirchen und haben sich dadurch gut möglich, und es gibt viele Zeugnisse, die sagen, die haben sich wohlgefühlt, aber dennoch hatten sie Probleme mit der christlichen Tradition, mit der fehlenden Freiheit, um ihre Identität dort drin zu leben. Sogar in Israel, in Eretz Israel, im Land Israel, muss die Frau, muss die jüdische Werte und die Aufrechterhaltung des jüdischen Glaubens, Kultur und Tradition und des Denkens in der Familie schützen und eben lehren. Auf diese Weise wird die Assimilation und ein wahrer kultureller Holocaust vermieden. Versteht ihr? Die Frau ist wie die Löwin im Haus. Wer jagt? Der Löwe und die Löwin. Die Frau ist die eben das Ganze beschützt, nicht nur ihren Ehemann, aber eben auch ihre Identität, die Identität der Familie. Wir haben hier zwei Frauen, gerade am Anfang dieser Parashat. Shifra und Pua heißen die, oder wurden so benannt, repräsentieren die Tzadikim. Tzadikim bedeutet die Gerechten. Also diese zwei Frauen repräsentieren die Gerechten der Generation, die das Leben all derer zurückgeben, die andernfalls vom Pharao, von dieser Welt, von Gott dieser Welt, verurteilt würden. Das ist ein jüdischer Gedanke. Und er sagt weiter, diese Tzadikim, also diese Gerechte, tun ihr Bestes, um unserem Judentum frische Luft und Vitalität einzuhauchen. Und lehren uns immer auf Gott zu verlassen. Also diese zwei Frauen repräsentieren nicht nur die Frauen, aber repräsentieren beide Geschlechter,
Männer und Frauen, die Tzadikim, die Gerechte sind, und die tun ihr Bestes, damit das Leben beschützt wird. Welches Leben? Es waren, hier in unserer Parashat wird es ja beschrieben, von den Kindern Israels. Und das beinhaltet eben auch die Identität Israels. Die Parashat beschreibt auch die Geburt von Moshe Rabbeinu, dem Mann, der unter Gottes Befehl gewaltige Wunder vollbrachte und das jüdische Volk vor der Sklaverei rettete. Das ist mal klar, das verstehen alle. Aber wenn ich hier eben, und das sollst du mal verstehen, wenn ich hier ausspreche, Moshe Rabbeinu, schon mal gehört, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu heißt, übersetzt, Moshe, unser Lehrer oder Meister. Und wenn wir diese zwei Wörter nehmen, diese zwei Wörter haben den numerischen Wert 613. Also 613 ist für uns die Verbindung zu den Mitzvot, zu den Geboten. Das heißt, Moshe Rabbeinu verkörpert die gesamte Torah. Er ist der es unterbringt. Er ist der lehrt. Er ist der das Volk Israel eben darauf vorbereitet, diese Torah weiterzubringen. Im Johannes Evangelium, Kapitel 1, das kennen wir ja schon. Hier wird eben genau diese Tatsache beschrieben, aber in Bezug auf Mashiach, auf den Messias. Vers 1, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Also das Wort selber heißt der Logos in Bezug auf das Wort des Ewigen, der runtergekommen ist. Und welches Wort ist runtergekommen? Die Torah ist runtergekommen. In Vers 4 steht dann so, in ihm, also im Wort war Leben, und das Leben war das Licht der Menschheit. In Vers 14 beschreibt er weiter, das Wort wurde ein menschliches Wesen und lebte bei uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, seine Shechinah. Die Shechinah des einzigen Sohnes des Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Gut, wenn wir eben dieses Wort hier, das Evangelium, mit der Parashat von heute verbinden, sehen wir, dass Moshe eben ein Bild vom Messias ist. Und das ist eine reine jüdische Interpretation. Moshe wurde auch in den Fluss gebracht, wie die anderen Kinder, also die anderen wurden ja geworfen. Aber da er dazu bestimmt war, das jüdische Volk zu erlösen, wurde er eben gerettet. Und dank ihm wurden auch die anderen gerettet. Also er erhielt ja die Gunst, die Gnade des Herrn, so wie er tat auch oder gab dem Volk Israel genau diese Gnade weiter. Das, was du gekriegt hast, sollst du ja weitergeben. Dies geschah, weil die Mission von Moshe im Leben darin bestand, das Volk Israel zu erlösen. Das war seine Mission. Wie wir es in der gesamten Torah finden. Und wenn wir über die gesamte Torah sprechen, sprechen wir über die 5 Bücher Moshe. Im Römerbrief, Kapitel 15, schau mich mir dort auf.
Römerbrief Kapitel 15, Vers 7 schreibt Shaul, der Apostel Paul, so nehmt nun einander auf, wie der Messias euch in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen hat. Denn ich sage, dass der Messias ein Knecht des jüdischen Volks wurde. Oha, schon mal gelesen gehabt? Also diesen Text, noch nie gelesen, vielleicht noch nie gelesen, weil du dachtest, er ist der Knecht allein, der Knecht Gottes oder der Knecht der Kirche oder der Knecht dieser Welt. Für jedermann ist er Knecht. Hier wird die jüdische Interpretation gebracht und die sagt, denn ich sage, dass der Messias ein Knecht des jüdischen Volkes wurde, so wie Mosche, um Gottes Wahrhaftigkeit zu erweisen, indem er seine Verheißungen an die Erzväter hielt. Und nun, um sein Erbarmen zu erweisen, indem er die Heiden dazu brachte, Gott zu verherrlichen. Wie geschrieben ist in der Tanach, deshalb will ich dich unter den Heiden bekennen und Lob singen deinem Namen. Und abermals heißt es, Heiden, freut euch mit seinem Volk. Wessen Volk? Volk Gottes. Wie heißt dieses Volk? Israel. Und abermals lobt Adonai alle Heiden. Mögen alle Menschen ihn loben. Und Jesaja sagt, die Wurzel Jeschais wird kommen. Er, der aufsteht, über die Heiden zu herrschen. Die Heiden werden ihre Hoffnung auf ihn setzen. Möge Gott die Quelle der Hoffnung euch ganz und gar mit Freude und Shalom erfüllen, die ihr fest vertraut, so dass ihr durch die Macht des Ruach HaKodesh überreich seid in der Hoffnung. Also er beschreibt erstmal den Weg zu diesem Segen. Damit du Frieden und Freude erhältst, musst du durch einen Weg. Und Mashiach ist dieser Weg, er ist selber diesen Weg gelaufen, er ist der Knecht des jüdischen Volkes und dadurch öffnete er auch die Tür für die Heiden. Und die Heiden sollen sich mit Israel freuen. Es gibt hier in der Gemara, also in der Gematria, ich zeige das euch, wir sehen, dass Mosche von der Tochter des Pharao gerettet wurde, also in dieser Parashat. Also die Tochter des Pharao, gab ihm den Namen Mosche. Und das bedeutet, der aus dem Wasser genommen wurde. Gut und recht. Das kennt ihr viele, die mal die ersten Kapitel hier mal gelesen haben. Aber in der Gematria heißt, jedes Wort, jeder Buchstabe hat einen Wert, einen numerischen Wert. Das heißt, wenn du das zusammenzählst, kannst eben noch Verbindungen machen zu der Tora, zu den Propheten und eben auch zum Messias. Mosche, also der Name Mosche allein, hat den numerischen Wert 345. Gut. Also Mosche erhob die Juden, und das zeige ich euch, von der Schmat, von der Zerstörung. Und diese hat den numerischen Wert 344. Hier unten. Und also erhob sie von der Zerstörung zu der göttlichen Gunst, Ration.
Und dies entspricht 346. Okay? Also Mosche ist, sagen wir mal, der Weg zur Erlösung für Israel oder zu göttlicher Gunst, zu der Gnade. Und viele meinen, nein, Mosche ist nur Gesetz. Schon mal gehört, schon mal gesagt, schon mal so gedacht. Mosche ist das Bild des Gesetzes. Nein, er ist die Torah. Also in diesem Sinnbild hier, er ist die Torah. Er hat das Volk Israel aus der Zerstörung rausgebracht und in die göttliche Gunst gebracht. Das sehen wir auch im Römerbrief. Lest mit mir schnell, Kapitel 5. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1 und 2. Deshalb, weil wir durch Gott aufgrund unseres Vertrauens für gerecht erachtet werden, sollen wir Shalom mit Gott haben durch unseren Herr Jeschua, den Messias. Also durch den Messias erhalten wir Shalom, wir erhalten Gunst, Gnade durch ihn allein. Und durch ihn und aufgrund unseres Vertrauens haben wir Zugang zu dieser Gnade gewonnen, in der wir stehen. So wollen wir uns der Hoffnung rühmen, dass wir die Herrlichkeit Gottes erfahren. Wir haben vorher ja gelesen im Johannes-Evangelium, dass dieses Wort, ja, die Herrlichkeit, die Shechinah Gottes bringt dir, also er bringt dir diese Möglichkeit, wenn du, wie es hier steht, auf ihn vertraust. Er ist Mosche, sagen wir mal so, hier in diesem Kontext. Später tut Mosche selber ein Zeugnis geben und sagen, schau, es wird ein Prophet kommen wie ich. Wenn wir, und das ist eben Torah, das ist jüdisches Verständnis, es ist möglich, wird gesagt, Göttlichkeit sogar in einem dornigen Busch zu finden. Schon mal einen Dornbusch gesehen? Berührt? Hast schon mal versucht, da rein, deine Hand reinzutun? Sogar in einem Dornbusch findet man die Göttlichkeit, die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, sogar inmitten der Verwirrung und Leiden. Deshalb wurde Mosche gewarnt. Es wurde gesagt, zieh deine Schuhe von deinen Füßen aus. Das heißt, deine physische Kleidung, das ist eine jüdische Interpretation, nicht christlich, nicht meines. Ja? Also zieh deine physische Kleidung aus und annulliere dich, damit du die Offenbarung der Göttlichkeit verdienst, selbst in einem brennenden Busch. Versteht ihr? Bis jetzt mitgekommen? Hoffentlich. Weil es geht ja tiefer, es geht weiter. Also wenn Hashem zu Mosche sagt, zieh deine Schuhe von deinen Füßen aus, es ist eine eben jüdische Interpretation, die sagt, es heißt eigentlich in der Tiefe, im Sod, im Geheimnis, dass er sagt, zieh diese physische Kleidung, annulliere dich selbst, weil du auf einen heiligen Boden trittst. Mosche am Anfang zögerte, das weißt du ja. Er zögerte, nein, ich kann nicht reden, bin ich gut genug, was auch immer. Steht alles da. Er zögerte, sich dem fast ununterbrochenen Kampf der Selbstaufhebung zu stellen. Doch Mashiach war anders. Im Gegenteil, er gab das Beispiel und er gab den Befehl. Das lesen wir hier im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10.
und Kapitel 16. Wir lesen mal Kapitel 10, Vers 38. Lesen wir doch. Das ist ja der Anfang. Wer immer seinen Vater oder seine Mutter mehr liebt, als mich liebt, ist meiner nicht wert. Jeder, der seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt, als er mich liebt, ist meiner nicht wert. Und jeder, der nicht seinen Hinrichtungspfahl auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer immer sein Leben findet, wird es verlieren. Doch der Mensch, der sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Ich sage nicht, dass Mosche das nicht durchgemacht hat. Er hat es. Das kannst du in dieser Parashat lesen. Er war 40 Jahre oder ein bisschen weniger als 40 im Palast des Pharaos. Er hatte alles. Er war ein Prinz, ein General. Er hatte Macht. Er hatte alles, was ein Mensch sich wünscht. Er hat viel gelernt, viel Wissen. Er hatte sogar die Möglichkeit, sagen einige, sogar der Pharao zu werden. Vielleicht ist nicht drin, aber man hat einfach die Idee, dass Mosche ein wertvoller Mann war in Ägypten. Auch wenn er ein Jude war, auch wenn er Teil von Israel war. Er bekam die Position, weil er es verdient hat. Weil er ein Mann war, der mit all sein Herz alles tat und Hashem segnete ihn dort im Palast. Und wir lesen in dieser Parashat, wir können das schnell miteinander lesen, etwas ganz Besonderes im Kapitel, ich denke, das ist Kapitel 2, das mir jetzt in den Sinn gekommen ist. Genau hier. In Vers 10. Kapitel 2, Vers 10. Und als das Kind, also Mosche, groß wurde, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr zum Sohne. Und sie gab ihm den Namen Mosche und sprach, denn aus dem Wasser habe ich ihn gezogen. Und es geschah im selben Tagen, als Mosche groß geworden war, da ging er aus zu seinen Brüdern und sah ihre Lastarbeiten zu. Bis dahin. Du liest hier in diesen 2 Versen 2 Momente im Leben von Mosche. Einer, wo er groß geworden ist, im Haus des Pharao. Und dann wird es nochmal beschrieben, er wurde groß. Und nachdem er groß geworden ist, ging er zu seinen Brüdern aus. Es gibt eine Interpretation, die sagt, und das ist vom Rashi, und es gibt auch eine andere, die ich gelesen habe, die sagt, der erste Punkt, wo gesagt wurde, dass er groß wurde, heißt, dass er eben im Haus des Pharao groß wurde. Das zweite ist, wenn er sagt, im Vers 11, im selben Tagen, als Mosche groß geworden war, heißt es, dass er spirituell groß geworden ist. Also hier drin. Er wurde ja äußerlich groß, aber hier drin musste er noch wachsen. Deswegen ging er zu seinen Brüdern. Er wusste, dass er ein Jude war. Er wusste, dass er Teil von einem Volk war,
der versklavt wurde. Das wusste er, seit er in dieser Welt lebte. Aber was macht er? Mit all seiner Macht, mit all seinem Wissen und Einfluss, was macht er? Er wurde groß. Aber wo wurde er groß? Hier drin. Wir lesen zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Shaul gibt der Gemeinde dort, der Gemeinschaft dort, ein starkes Wort und sagt, ihr seid noch Kinder. Wieso seid ihr noch Kinder? Fragen wir. Weil sie äußerlich groß waren, aber innerlich waren sie klein. Und das machte eben Mosche aus, weil er wurde äußerlich groß, aber innerlich wurde er vor Hashem groß. Und deswegen ging er zu seinen Brüdern, zu Israel, zurück. Er war im Exil, wenn du das so verstehen möchtest. Er war im Exil, er hatte alles, was das Exil zu bieten hat, also diese Welt zu bieten hat. Er war ein Großer in dieser Welt. Aber er ging zu seinen Brüdern, um zu sehen, wie es ihnen geht. Was machte er dann? Er verteidigte seine Geschwister. Der brennende Busch hier steht für das Exil. Wir leben im Exil. Israel lebt im Exil. Mosche verstand, dass wir trotz der Verbitterung des Exils finden werden. Also Mosche verstand, dass wir ihn trotz der Verbitterung des Exils finden werden. Wer werden wir finden? Hashem, Gott. Wenn wir Freude erlangen und Gott suchen, weil wer sucht, der findet es. Aber Mosche konnte nicht verstehen, das ist eine wunderbare Wahrheit, wie es möglich war, dass nachdem die Freude den Menschen dazu gebracht hat, die Göttlichkeit wahrzunehmen, weil das Volk Israel, als sie eben in der Sklaverei waren und es war schlimm dort, sie rufen zu Adonai und haben es wahrgenommen, dass er mit ihnen ist. Der Busch wurde nicht verzehrt in seiner Vision. Das heißt, das Exil ging weiter. Und wenn das der Fall wäre, wie könnten die Juden das Exil überleben? Wie? Wie können wir als Juden und Heide, die eingepfropft worden sind, die darauf warten auf die Rückkehr vom Messias, die darauf warten, mit dem Messias hier in dieser Erde zu regieren, wie können wir dieses Exil, diesen Moment überleben? Mosche näherte sich dem Dornbusch und versuchte, einen Weg zu finden, um das Exil zu beenden. Er wollte, dass dieses Exil vorbeigeht. Und vielleicht wäre die Frage an dich und an mich, möchtest du aus diesem Exil heraus? Gott sagte, komm nicht näher, zieh deine Schuhe von deinen Füßen aus, was bedeutet, dass das Exil fortgesetzt wird, solange man sich nicht von materiellen Leidenschaften entfernt. Steht hier? Das, was Mashiach sagte, ist, du musst nicht nur wollen, ihm nachzufolgen, du musst
ihn mehr lieben als dich selbst, als alle andere, als alles andere. Das ist das Ziel vom Exil. Wenn wir den Shema aussprechen, sprechen wir, dass wir Hashem mit all unserer Kraft, all unserem Herz, all unseren Gedanken, alles was wir haben, mit alles, wir wollen ihn einfach weiter lieben. Im 2. Mose lesen wir Kapitel 4. Lies doch mit mir. Rebbe Nachman, wer hat schon mal gehört? Den Rebbe Nachman. Gut, einer. Das sind nicht meine Worte, das sind seine Worte. Und er interpretiert Folgendes aus diesem Text von 2. Mose Kapitel 4, Vers 13. Und er sprach, Herr, sende doch durch wen du senden willst. Sende doch derjenige, der du senden möchtest oder willst. Und er sagt, der Rebbe Nachmans, in seinem Buch Rebbe Nachmans Torah, Mose rief aus in anderen Wörtern, sende Erlösung durch die Hand von wem auch immer du senden willst. Das heißt, von Mashiach. Also, wenn du nicht wow sagst, weiß ich nicht. Also, das ist für mich eine Offenbarung. Weil wir alle sind im Exil, wie Moshe es war. Und es gibt eine Stelle in der Brit Hadashah, ganz am Ende in Offenbarung, die sagt, dass wir als Teil dieser Gemeinschaft sagen sollen, mit dem Geist, mit dem Ruach, komm, Jeshua, komm. Also dieser Wunsch, dass er kommt, soll in uns brennen wie ein Dornbusch. Es hört nicht auf, bis das Exil vorbei ist. Und wir wissen die Geschichte, ihr wisst die Geschichte, ich muss nicht alles erzählen. Hashem sagt, dass dieser Ort ist eben heilig. Das war die erste Lektion von Moshe in dieser Situation, im Exil. Er musste lernen, dass Hashem heilig ist. Und du hast vielleicht schon viele Predigten, viele Lehren gehört. Gott ist heilig und du sollst heilig sein, wie er heilig ist. Schon mal gehört, das habe ich auch schon hier mal gesagt und zitiert. Sogar von der Brit Hadashah wird uns dieser Teil, also dieser Vers gegeben. Aber die erste Lektion ist eben, und wir sollen lernen, dass Gott heilig ist. Gott forderte Moshe auf, seinen Sandalen von den Füßen zu nehmen, weil er sich auf heiligen Boden befand. Dies ist die erste, was du und ich über Gott wissen müssen. Wenn er uns beruft, wenn er dich ruft, seinem Königreich beizutreten, sagt er dir und mir, er ist heilig. Du musst deine Sandalen, deine physische Macht und physisches Wollen hinter dir lassen. Der Stolz musst du brechen, damit du dich ihm unterstellen kannst. Als treue Nachfolger von Jeshua
und Schüler von Jeschua, der Messias und der Rabbi, wird diese Heiligkeit und Autorität uns veranlassen, weiterhin vor Gott zu erscheinen, um seine Gnade zu erhalten, dadurch, dass wir unsere Fehler bekennen und um Vergebung bitten. Schön und gut. Ne? Ist ja wunderbar sowas. Das hast du schon mehrmals gehört. Aber wenn du um Vergebung bittest, ohne Feuer in dein Herz zu haben, ohne die Absicht und den Wille, alles zu tun, auch dein Leben in Gefahr zu bringen für den Reich Gottes, wie die 2 Frauen dort es getan haben. Sie haben ihr Leben gegeben, damit der Wille des Feindes nicht vollbracht wurde oder wird. Das soll auch deine Absicht sein. Wenn Mosche die Tora ist, wenn Mashiach die lebendige Tora ist, wenn wir Nachfolger vom Rabbi Jeschua sind, dann wissen wir, von wo wir lernen sollen und aus welchem Kontext wir lernen sollen. Wir brechen den Stolz, wir brechen den Egoismus, wir brechen unseren Wille, um Feuer in uns zu erhalten und beizubehalten. Wir sind in den letzten Tagen, Chaverim, in den letzten Tagen, das wisst ihr. Ihr könnt da rausschauen, in den News reinschauen, ganz viel mehr in den Filmen, in den Serien, in der Musik, die Infos holen im YouTube, in Google. Du siehst, dass der Informationsfluss größer ist als jemals es war. Du kannst erkennen, dass die Sünde immer mehr Kraft gewinnt in der Welt. Du erkennst, dass der Feind sich mehr und mehr zeigt mit seinem offenen Gesicht. Du erkennst das auch in der Politik. Vor allem die Länder, die gegen Israel sprechen. Die Politiker, die gegen Israel sprechen. Du siehst, dass wir in den letzten Tagen sind. Du wirst nicht überleben, wenn du kein Feuer in dein Herz hast für Hashem. Ich werde nicht überleben, wenn das Feuer in mein Herz nicht weiter brennt, bis er kommt. Und mein Wunsch ist, dass er kommt, so schnell wie möglich. Und meine Mission, wie von Mosche gegeben ist, Israel, unser Volk Israel, zu dienen, um die volle Errettung zu bringen für Israel selbst. Und wir tun das dadurch, dass wir ihm nachfolgen, dass wir Mashiach nachfolgen, als unser Rabbi, als unser Lehrer, als unser Meister, der uns lehrt in der Tora drin. Wenn wir bereit sind, wirklich von ihm zu lernen, dann wirst du Feuer in dein Herz brennen lassen. Weil er wird sich zeigen. Er sagte, dass er mit uns sein würde in allen Situationen. Aber dafür müssen wir unser Vertrauen weiterbauen. Und das heißt, zum Schluss noch, das heißt, dass wir nicht alleine bauen. Wir bauen zusammen. Wir bauen, um einander Kraft zu geben, um einander zu ermutigen.
Wir bauen zusammen. Aber gleichzeitig hast du die Verantwortung, dass das Feuer in dein Herz brennt. Weil wenn du hierher kommst am Schabbat oder am einen Wochentag dich mit deiner Familie, mit deinen Freunden kommunizierst, du wirst ihnen Wahrheit und Geist geben. Als man Jeschua sah und hörte, wie er lehrte, sagte man, der lehrt nicht wie die anderen. Seine Worte sind Wahrheit und Geist. Und du erwartest, dass ich so spreche. Aber ich erwarte, dass du so sprichst. Du musst Feuer in dein Herz haben und beibehalten, damit wir im Reich Gottes wirklich etwas bauen, das bleiben wird. Weil diese Welt, der Pharao dieser Welt wird alles tun, um uns zu zerstören, um uns zu töten, um uns zu verwirren. Er wird alles tun. Er wird sogar als Engel des Lichtes kommen und dir alles anbieten, was du möchtest, damit du äußerlich wachsen kannst, aber innerlich ein Kind bleibst. Und da unser Ziel als Jünger von Jeschua ist, ihm nachzufolgen. Und dafür musst du einen Preis zahlen, Chaverim. Wir müssen alle einen hohen Preis dafür bezahlen. Ich glaube fest daran, wenn wir dieses Feuer in uns entfachten und dieses Feuer eben von allen Seiten herkommt, von dir, von allen Seiten herkommt, du wirst sehen, so wie in Shemot, in Apostelgeschichte 2 geschehen ist, du wirst sehen, dass dieses Feuer sichtbar sein wird. Und Menschen werden die Botschaft hören auf ihre eigene Sprache und werden verstehen, was die Botschaft Gottes ist. Ich glaube, wir alle hier sind müde von Lügen, von Zeitverschwendung. Wir alle, und das kannst du in dieser Parashat auch sehen, egal welchen Alter du bist, wir sind alle berufen, ihm nachzufolgen, ihm zu dienen, dem jüdischen Volk zu dienen. Wir alle. Moshe hat es mit 80 Jahren angefangen. Da bist du noch jung. Na? Da hast du noch Zeit. Viel zu tun. Vielleicht hast du viel überall ein bisschen gehört. Ist gut, wenn du lernst. Wenn du viel lernst, ist wunderbar. Aber tu dein Wissen einsetzen in der Heiligkeit, dass du dich absonderst, dass du deine Familie, dein Haus aufbaust, dass du die Gemeinschaft, den Körper vom Messias aufbaust, um deine Mission zu erfüllen, so wie er es dir gegeben hat. Vater im Himmel, im Namen von deinem Sohn, unser Messias, unser Rabbi, unser König, der Auserwählte, der für uns ein Beispiel ist in allen Lebensbereichen. Wir wollen ihm nachfolgen. Vater, hilf uns und zeige uns, wo wir eben uns verändern müssen,
wo Bekenntnis gebraucht wird, wo wir Anerkennung brauchen. Sei es in uns, in unseren Familien, in unserem Alltag, in der Gemeinschaft. Ich bitte dich, Vater, hilf uns und erfülle uns mit deinem Ruach, der auch als Feuer benannt. Wir wollen, Herr, voll in Überfülle von deinem Ruach leben hier auf Erden, Herr. Wir wollen den Unterschied ausmachen von denen, die dich dienen, zu denen, die dich nicht dienen. Ich bitte dich, hilf uns, öffne unsere Augen, öffne unseren Ohren. Herr, ich bitte dich, dass wir auch Sachen in unser Leben hinter uns lassen, sei es Sünden, sei es Süchten, sei es eben Menschen, die Schwierigkeiten bringen, heilig zu werden, so wie du heilig bist. Ich bitte dich, Herr, im Namen von deinem Sohn Jeschua, wir bekennen, dass wir dich über alles lieben wollen. Und das wollen wir auch zeigen durch unsere Taten. Ich bitte dich im Namen von deinem Sohn Jeschua, dass der Feind dieser Welt, dass der, auch wenn er versuchen wird, dass wir die Wahrheit erhalten, hier und heute, so zu bekämpfen, dass du der Sieger in uns sein wirst. Ich bitte dich, hilf uns in den Schwierigkeiten, in den Schwachheiten, diese zu bekämpfen und zu besiegen. Im Namen von deinem Sohn Jeschua, unser Messias, der sein Blut gegeben hat, damit wir Frieden und Freude vor dir haben dürfen. Ich bitte dich, Herr, und danke dir schon jetzt für alle Wunder und Wohltaten, die du durch uns tun wirst. Halleluja. Im Namen von ihm, der Name über alle Namen, im Namen von Jeschua HaMashiach. Amen.